So, hallo, guten Tag, herzlich willkommen bei unserer Pressekonferenz Insel Ischia. Insel Ischia befindet sich in den Golf von Neapel, ist die größte Insel im Golf von Neapel, wissen Sie bestimmt Capri. Wir haben Capri, Procida und Ischia. Capri ist 11 Quadratkilometer, ist die mittlere Insel im Golf von Neapel. Procida ist die kleinste mit 4 Quadratkilometer. Und das war letztes Jahr Hauptstadt des italienischen Kultur, Procida. Und befindet sich Procida zweimal entfernt nur von Ischia. Ischia mit 46 Quadratkilometer ist die größte Insel im Golf von Neapel. Ischia bietet ganz viele, nicht nur Strände, sondern auch Thermalkuren, Thermalgarten. Und heutzutage ist unsere Bürgermeister und Vizebürgermeister von einer von den 6 Gemeinden, weil Ischia ist verteilt in 6 Gemeinden. In den kleinen Tüte, das ist auf dem Schreibtisch, finden Sie auch eine Karte von der Insel Ischia, ein paar Broschüren, Deplan von unseren Thermalgärten und den E-Mail, wenn Sie möchten. Den Bürgermeister will will euch einladen für 3 Tage, 5 Tage auf eine von unseren Hotels, wenn Sie Interesse haben zu kommen, zwischen April und Mai. Das ist alles kostenlos im Hotel und dann schauen wir mal auch mit dem Flugzeug eventuell. Jetzt lasse ich den sprechen, den Herr Gianni Matarese, das ist der Vizebürgermeister von Comune di Forio. Er würde auf Italienisch und ich übersetze dann. Buongiorno a tutti. Come ha accennato chi mi ha preceduto, siamo in rappresentanza del Comune di Forio, che è uno dei 6 comuni dell'isola d'Ischia. Das ist habe ich schon gerade erzählt, Vizebürgermeister und Bürgermeister von einer von den 6 Gemeinden auf der Insel Ischia. L'isola d'Ischia è sempre stata famosa ed è stata molto amata dai turisti tedeschi, soprattutto per le terme. Tanto è vero che ha 350 strutture alberghiere e ben 6 parchi termali, il più importante dei quali, Giardini Poseidon, è stato creato negli anni 60 ed è tuttora gestito da una famiglia tedesca, prima della famiglia Kuttner, poi dalla famiglia Staudinger di Monaco di Baviera. Ischia war immer beliebt von den deutschen Volken. In den 60er ist sogar eine von unseren großen Thermalgarten, Poseidon Garden, über eine Fläche über mehr als 8000 Quadratmeter. Und wir haben immer eine Geschichte gehabt mit den deutschen Volken, weil der Tourismus, es war immer erfolgreich in Deutschland, wegen auch unserer Thermalkuren, das wir bieten auf den Inseln. Siamo venuti qui alla Fiera di Stoccarda, è un appuntamento a cui noi veniamo periodicamente per rinsaldare questo vincolo tra il turismo, il popolo tedesco e la nostra isola, anche per dimostrare che noi non siamo famosi soprattutto per le terme, ma anche per tutte le altre offerte che la nostra isola può dare. Wir sind auf den Stuttgart-Messe nicht nur dieses Jahr, aber sonst schon bei 2014. Kommen wir regelmäßig. Leider vor der Pandemie konnten wir nicht kommen, aber wir wollen immer diesen Kontakt haben mit dem Tourismus, mit den deutschen Volken, mit den Leuten, die wollen immer gerne nach Ischia kommen. Ischia non è solo mare e terme, ma è anche montagna. Questa è la caratteristica della nostra isola, per cui chi viene da noi ha la possibilità di fare trekking, geotrekking, watching, cioè la possibilità di vedere nei nostri mari i cetacei, balene, delfini, oltre a possibilità di poter visitare dei siti archeologici che rappresentano l'antichità, la storia della nostra isola. Tant'è vero che Ischia è stata una delle prime colonie elleniche, quindi i primi insediamenti risalgono a oltre 2000, quasi 2000-2500 anni fa. Ischia bietet nicht nur Strände und Thermalgarten, sonst auch den Berg. Wir haben einen wunderschönen Berg, wo kann man richtig gut wandern gehen. Und zum Beispiel in Ischia, die ersten Einwohner, die sind angekommen vor 2000 Jahren.
Wir haben 4 verschiedene Museum, archäologische Museum. Und bei uns steht auch diese Nestore Schadel, das ist eine von den Beispielen, die erste, die haben was geschrieben in Europa, in Süditalien. La posizione geografica di Ischia poi permette ai visitatori non solo di ammirare e godere le ricchezze e le bellezze della nostra isola, ma anche di poter raggiungere in pochissimo tempo, in giornata, Napoli, Pompei, i Campi Flegrei, la penisola sorrentina, il Vesuvio, l'isola di Capri, e quindi ha la possibilità di offrire al visitatore una vasta gamma di offerta turistica. Ischia befindet sich in einer Lage, das ist ganz nah Region Kampanien bietet. Ischia gehört zur Region Kampanien. Vom Ischia kann man Ausflüge machen nach Capri, nach Pompeji und es dauert die ganze Fahrt noch nicht mal eine Stunde. Bis zu Pompeji zum Beispiel fährt man von Ischia 40 Minuten mit dem Schnellboot und dann eine halbe Stunde von Neapel mit dem Bus oder mit dem Zug nach Pompeji. Bietet auch die Amalfiküste, das ist ein bisschen weiter entfernt von Pompeji, aber auch erreichbar in weniger wie eine Stunde. E naturalmente il visitatore di Ischia può anche godere di quelle che sono le ricchezze enogastronomiche. Ischia è una delle zone più rinomate per la cultura del vino, della vite e quindi del vino, oltre che per il cibo, oltre il pesce, il piatto tipico di Ischia è il coniglio all'ischitana, che è una delle tradizioni culinarie più importanti d'Italia. In Ischia natürlich, wir sind in Italien und besonders in Süditalien und wir bieten auch ein ganz gutes Essen. Bei uns zum Beispiel auf den Inseln die Hauptspezialität ist Kanidjen. Kanidjen, gemacht, aber nicht die Kanidje, die große Kanidje wie hier bei uns. Maximal muss 1 Kilo, 1,2 Kilo liegen, mehr nicht. Das sind besondere Kanidjen, den Ischitanische haben die immer selber gezüchtet. Noi sappiamo che Ischia è un'isola già molto conosciuta dai tedeschi, però ci premeva sottolineare come non siamo solamente cure termali, perché nel passato effettivamente i tedeschi venivano solamente per le cure termali, ma proprio per sottolineare l'importante gamma e vastità di gamma di offerta turistica anche per i più giovani che la nostra terra può offrire. In Ischia die Deutschen sind fast immer gekommen nur für den Thermalkuren, weil wir sind wirklich sehr berühmt. Die Leute sind gekommen, manchmal wirklich erzählen Leute, die mit dem Rollstuhl gekommen sind und sind gegangen weg auf eigene Beine. Und Ischia ist wirklich ein besonderer Ort, wo kann man verschiedene Kuren machen, wegen Arthrose, Fangotherapie, Inhalation, alles was hat mit der Gesundheit zu tun. Quindi siamo qui oltre che per, diciamo così, sottolineare anche brevemente quelle che sono le nostre peculiarità, anche per venire incontro a quelle che sono eventuali vostre richieste, vostri chiarimenti, vostre curiosità. Siamo qui proprio per rispondere a queste vostre domande. Wir sind hier auch zum Antworten zu den Fragen, wenn zum Beispiel man fragt, was kann man in Ischia Besonderes machen. Wir haben zum Beispiel 6 verschiedene Thermalgarten. Die größte haben wir vorher schon erzählt, den Thermalgarten Poseidon. Steht auch auf die Karte ein Foto oder eine Broschüre in der kleinen Tüte und bietet wirklich auf 8000 Quadratmeter 32 verschiedene Schwimmbecken mit verschiedenen Temperaturen. Beh, Livio, penso se vogliono fare qualche, non lo so, Sì. Jetzt zeigen wir zum Beispiel die erste Foto hier. Das ist der berühmte Castello Aragonese. Castello Aragonese war gegründet 474 nach Christus sogar. Und das waren in Ischia, es war der Königpalast gewesen von verschiedenen Königen. Ferdinando II. Schon 1834 hat sogar geöffnet den Hafen von Ischia. Früher, wenn Sie schauen auf die Karte, den Haupthafen Ischia, es war ein See sogar. Und dieser Ferdinando di Borbone wollte einfach mit dem Schiff reinkommen und hat geöffnet den Hafen in 1854. In Ischia haben wir natürlich auch ganz viele Strände.
Die längste Strand in Ischia ist der Maronti-Strand. Das ist 3 Kilometer langer Strand. Und auf diesem besonderen Strand kann man die Fumarole sehen. Fumarole sind einfach diese Kanäle, die mit den Lava verbunden sind. Ischia ist eine vulkanische Insel. Und kann man in den heißen Sand Thermalkuren machen. Praktisch früher, es waren ganz viele Leute, die haben Probleme mit Arthrose gehabt. Nach 12 Tagen, 2 Wochen mit diesen Thermalkuren und mit dem heißen Sand sind die wirklich fit top wieder geworden. Unser Klima in Ischia ist immer, wir haben noch nicht mal unter 0 Grad geht nie die Temperatur. Im Sommer, in der letzten Zeit, wie in der ganzen Welt, ist ein bisschen warm geworden, auch bei uns. Manchmal haben wir 2 Monate, wo kein Regen kommt und die maximale Temperatur ist bis zum 38, 40 Grad, aber auch im Winter manchmal, wie heutzutage zum Beispiel in Ischia sind 14 Grad. Und kann man zum Beispiel auch in Sorcedo. Sorcedo ist eine Bucht in Ischia, wo kann man zum Beispiel baden ins Meer, aber kommt den Thermalwasser, mischen sie sich mit dem normalen kaltes Wasser vom Meer und haben wir wie kleine Schwimmbecken, wo die Leute erholen sich, auch für 1 Stunde, 2 Stunden. Das ist in der Südseite gezeigt auf die Karte. Was Sie schauen gerade jetzt hier, das ist die Gemeinde von Forio. Und wenn Sie schauen, es gibt eine Kirche auf der linken Seite und gleich rechts ist dieser große Turm. Ischia hat auch eine Geschichte gehabt, früher zwischen 1400 und 1700, also vor 300 Jahren, es waren immer diese Sarazene angekommen, von Süditalien bis zum Elba, diese Piraten. In Ischia haben die gebaut und heutzutage kann man noch sehen 14 von dieser Struktur, von diesem Turm, die gebaut wurden, um zu schauen, wenn die Piraten angekommen sind und die Leute in Ischia sind weggegangen auf den Berg, weil die Ischitaner, die haben keine Waffe gehabt und diese Sarazene manchmal sind eingekommen in Ischia für 1 Monat lang und haben richtig Razzia gemacht. Das heißt, die haben sogar Kinder und Menschen mitgebracht nach Afrika, um zu arbeiten. Und die Leute von Ischia sollten die bezahlen, um zu haben wieder die Männer oder die Kinder wieder zurück. Das ist eine Geschichte, das kann man wirklich auch in dem Museum sehen in Ischia. Das ist der längste Strand in Ischia, der Maronti-Strand. Und an der rechten Seite befinden sich diese Fumarole, diese heiße Sand. Da es gibt auch eine uralte Tradition zu kochen Fisch in den Sand, in den heißen Sand. Es gibt eine Art und Weise zu kochen, die machen wie eine kleine Pakete und lassen sie diese Pakete für 1/2 Stunde bis 3/4 Stunde 1 Meter Tiefe in den heißen Sand und danach kann man die essen, wie gekocht in den Ofen. Das ist die Bucht von San Francesco, das ist immer in der Gemeinde Forio. In Ischia wir haben auf 46 Quadratkilometer, glauben Sie nicht, aber wir haben 350 Hotels. In Ischia müssen Sie wissen, dass früher es waren immer Leute, die angekommen sind, erst einmal für den Grand Tour. Ich rede von 1700, von Turin nach Florenz, nach Rom und weiter nach Neapel. Und viele von diesen deutschen Gästen, aber auch Engländer, die waren begeistert von Capri, von Ischia und von Procida, weil es sind die 3 Inseln im Golf von Neapel. Castello Aragonese habe ich schon erzählt, in der linken Seite von Castello Aragonese ist eine kleine Insel Vivara. Vivara ist ein Naturschutzgebiet. Da wohnt kein Mensch und das ist ein Paradies für Vögel. Die Vögel, die wandern im Frühling von Südafrika nach Europa und nach Italien und dann im Spätwinter wieder zurück.
Das ist ein Ort zwischen Forio und Lacameno. Wir bieten in Ischia 350 Hotels, aber auch 400 Restaurants. Manche von diesen Restaurants sind auch mit Sternen von Michelin gezeigt. Und eine von diesen befindet sich in den kleinen Hafen, wenn Sie schauen, da auf der linken Seite. Das ist das berühmte Regina Isabella Hotel, gebaut worden von Angelo Rizzoli. Angelo Rizzoli war ein Produzent, er war verliebt in Ischia und hat gebaut damals 1952 4 verschiedene 5-Sterne-Hotels. Und heutzutage sind immer noch die schönsten Hotels in Italien. Casamicciola Terme, das ist der Hafen von Casamicciola Terme. Hier von diesem Hafen fährt ein Boot, weil Ischia, wie gesagt, bietet ganz viele Sachen. Von diesem Hafen fährt ein Boot, heißt Jean Gab, und das ist eine Stiftung, Oceano Mare Delphis. Die beobachten Wale und Delfine. In Ischia wir haben 6 verschiedene Sorten von Säugetieren. Pottwale, Finnwale, großer Tummler, Rundkopfdelfin und eine andere, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber es sind 6 verschiedene Sorten von diesen Säugetieren, die kann man beobachten. Das Boot fährt vom Hafen Casamicciola um 9 Uhr morgens von April bis Oktober und geht den ganzen Tag auf den Suche von diesen Tieren, diese Säugetiere. Die nutzen ein Hydrofon, die lassen in Wasser und machen die manchmal in einem Jahr mehr als 15.000 Miles. Das ist wirklich sehr interessant. Keiner glaubt, dass es im Golf von Neapel Wale gibt, aber das ist wirklich so. Und das sind die tollen Wanderwege auf Ischia. In Ischia kann man 4 verschiedene auf diese Karte, das Sie haben in den kleinen Tüten, sind 4 von den Hauptwanderungen gezeigt. Das sind Wanderungen, dass wir gehen zum Beispiel von morgen früh um 8 Uhr oder 9 Uhr, wenn ganz heiß ist, aber normalerweise in April auch um 10 Uhr kann man losgehen. Wir wandern für 2 Stunden ungefähr und erreichen immer einen wunderschönen Bauernhof. Und für wenig Geld, ich rede von 15 Euro bis zum 30 Euro, kann man in diese Garten selber die Tomaten abholen und dann geben und er kocht den Bruschetta oder den Salat vom Garten oder ein Teller Nudeln mit Frischtomatensauce. Und die Wanderwege ist immer zwischen 7 und 9 Kilometer. Die steigen immer am Morgen früh nach dem tollen Frühstück, guten Frühstück nach oben und dann geht es nach runter. Weil auf einen Berg muss man immer hoch und danach runter gehen. Der höchste Punkt auf der Insel Ischia ist der Monte Epomeo. Monte Epomeo ist 789 Meter hoch. Und das ist die tollste Wanderwege, was es gibt, weil von den Spitzen von diesem Epomeo kann man 360 Grad sehen. Golf von Neapel und manchmal, wenn klares Luft ist, kann man bis zu den Apennini. Apennini sind diese Berg 220 Kilometer entfernt von den Inseln. Die berühmteste Kirche in Ischia ist diese weiße Kirche, Soccorso-Kirche. Das ist in Forio. Das ist eine besondere Geschichte, weil diese Kirche haben die gebaut 1700 ungefähr. Die Fischermann. Die Fischerboote, die waren zum Beispiel in einem Sturm gewesen und die haben gebetet und Gott hat ihnen den Leben gerettet und die sind gekommen und langsam in weniger wie 20 Jahren haben die diese Kirche gebaut. Da sieht man auch den Pilz, diese befinden sich in Lacquameno, das ist der sogenannte Pilz. In Ischia vor 20.000 und 40.000 Jahren. Ischia ist eine vulkanische Insel, aber hat nicht nur einen Vulkan. Wir haben 13 verschiedene Krater auf der ganzen Insel. Deshalb jede Struktur, jeder Hotel, und wir haben 350 Hotels auf Ischia, macht einfach ein Loch in die Erde und findet 20 bis 60 Meter heißes Wasser, die nutzen dann für den Thermalkuren im Hotel.
Den Tuffstein, diese von 20.000 und 40.000 Jahren, Ischia war fast 85% bedeckt von dieser Eruption, von diesem Tuffstein. Und das ist unsere Hauptfelsen, Stein. Die haben benutzt, die Ischitaner, diese Tuffstein, auch Haus zu bauen, Häuser zu bauen, Brücke zu bauen. Also in Ischia wirklich ist so reich, das kann man wirklich auch nutzen von der Natur, die Steine. Dann sieht man auch Poseidon, also Sorcedo, wenn Sie schauen oben links, das ist der berühmte Bucht von Sorcedo. Wenn Sie schauen, gibt es Leute, die gehen in diese Felsen. Die Ischitaner haben als wie eine Barriere gebaut, diese großen Felsen, weil den heißes Wasser, den Thermalwasser, kommt zwischen den Berg und das Meer. Aber von Meer kommt den heißes Wasser 90 Grad heiß. Dann dieses heißes Wasser mischt sich mit dem kaltes Wasser von dem Meer und da kann man Thermalkuren umsonst machen. Das ist genau, wenn man geht in einen Thermalgarten und die nutzen auch, weil kann man nicht baden in 90 Grad heißes Wasser, die mischen immer auch mit dem kaltes Meer. Da sieht man auch hier die große Tumla zum Beispiel, diese Foto hier. Und ein Foto da oben rechts, das ist der berühmte Thermalgarten Poseidon. Thermalgarten Poseidon war gegründet in den 60er von einem deutschen Mann, Ludwig Kuttner. Die Deutschen, die sind immer gekommen in Ischia und heutzutage gehört immer zu einer deutschen Familie, Staudinger. Poi che abbiamo? Thermal Spa, wir haben wie gesagt 6 verschiedene Thermalgärten in Ischia. Die größte ist den Poseidon-Garten, aber wir haben auch Castiglione, also fast jede Gemeinde hat einen eigenen Thermalgarten. Das ist der berühmte Coppa di Nestore, so genannt. Das ist von 2000 Jahren und hat gefunden wieder ein Deutscher, Paul Buchner. Er war ein Archäologe und er war in der Universität in Neapel, hat sich verliebt in den Insel und heutzutage die Söhne und die Neffen, die wohnen immer noch dort. Und er hat gefunden damals in L'Acquameno diese Coppa di Nestore. Da ist die erste Beispiel, wo findet man in Italien überhaupt eine die Alphabet, die griechische Alphabet praktisch. Das sind die archäologische unter dem Wasser in Ischia, weil wir haben auch die Römer gehabt in Ischia. Vor 2000 Jahren, die sind aber weggelaufen, weil müssen Sie wissen, dass jeder 300, jeder 500 Jahre in Ischia ist immer ein Krater ausgebrochen. Also Ischia ist eine berühmte Insel für den Thermalgarten, für den Thermalwasser, aber auch für die Archäologie. Hier zeigt gerade, das sind zwischen 3 und 5 Meter unter dem Wasser. Die Archäologen haben gefunden den kleinen Stadtteil von Enaria, von den Römern. Die Römer, die haben die Therme geliebt, aber leider in der Zeit, jeder 150, jeder 300 Jahre sind Krater ausgebrochen und die Römer sind einfach weggelaufen und danach haben die in Festland, Baia, die Therme gegründet. Das ist wie gesagt der Turm von Forio. Heutzutage machen die immer Ausstellungen von Kunst. Und das ist natürlich unsere Produkte von der Erde. Wir sind auch sehr berühmt von Wein. Ischia hat früher mehr als 80.000 Tonnen Wein produziert. Heutzutage, meistens es war also 80%, 90% ist nur Weißwein, weil unser vulkanisches Land macht so, dass der Rotwein kommt zu stark und muss man immer mischen mit anderen Sorten Weintraube. Aber der Weißwein in Ischia ist weltweit berühmt. Früher in Ischia, es waren Segelschiffe, die sind gefahren überall auf der Welt, um diese Wein zu verkaufen. Und natürlich unsere Produkte sind auch die Tomaten für unsere berühmte Bruschetta und auch die Zitronenbäume.
die Apfelsinebäume. Wir haben nicht zum Beispiel wie bei euch Apfelbäume, aber bei uns sieht man in jeder Ecke, in jedem Haus Zitronenbäume und Apfelsinebäume, Mandarine auch natürlich. Und wir machen auch, wie gegründet war in Sorrente, diese Limoncello. Limoncello, wissen Sie, ist dieser Schnaps aus Schale von Zitronen gemacht. Hier haben wir auch was mit den Kirchen. Wir haben fast im Sommer jeder Wochenende ein Fest zu feiern. Und die machen natürlich auch ganz riesige, große Feuerwerks. Die Hauptheilige in Forio ist San Vito und das kommt am 17. Juni jedes Jahr. Und das ist ein großes Event, ein großer Fest, wo kann man auch zum Beispiel sehen, wie eine kleine Markthalle, jeder bietet die Produkte von den eigenen Garten. Und dann machen die natürlich auch riesige Feuerwerk. Sant'Anna Fest, natürlich. Sant'Anna Fest ist auch eine ganz berühmte Fest. Die kommen sogar, das sieht man in den mittleren. Sant'Anna Fest befindet sich immer in der Nähe von Castello Aragonese. Ist eine besondere Fest, weil kommen die Gäste aus Neapel mit dem Boot. Ganz viele. Sieht man am Nacht diese Boote, die fahren nach Ischia, um diese Sant'Anna zu feiern. Sant'Anna war die heilige Anna, die hat immer die Skitane gebetet, wenn die Frau schwanger war, sodass alles konnte gut gehen. Das ist eine besondere Geschichte. So, jetzt, wenn Sie Fragen haben, wir sind hier und sonst, wie gesagt, auf diese E-Mail, wenn Sie Interessen haben, zu kommen nach Ischia, wir bieten... Sì, lo dici tu. Jetzt der Vizebürgermeister will euch was sagen über diese E-Mail. Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti. Il nostro interlocutore ha dimenticato qualcosa. Noi abbiamo un ospite a Ischia, un ospite d'onore che viene quasi tutti gli anni, è la signora Merkel, Frau Merkel, che ci onora a venire ospite della nostra isola da diverso tempo, è amante della nostra bella isola. Ischia diciamo, è l'isola, una delle isole più belle del mondo, perché anche dai media internazionali europei e mondiali è stato, diciamo, pubblicizzato dai media che Ischia è l'isola più bella. Quindi okay, dann du pure. Also der Vizebürgermeister hat auch uns erinnert, dass unsere beste Gäste als Deutsche war immer die Frau Angela Merkel. Die ist gekommen nach Ischia immer seit 30 Jahren schon, vorher, dass sie gewählt war in Politik. Ischia war auch letztes Jahr gewählt von ganz vielen Gesellschaften als die schönste Insel der Welt. E quindi voglio ospitare anche le persone, i giornalisti che sono interessati a visitare la nostra isola nel periodo di aprile, il 7 aprile e il 10 aprile per la Pasqua. Le persone che sono interessate a visitare la nostra isola saranno nostri ospiti della nostra isola, quindi venite a visitare la nostra isola, naturalmente sarete nostri ospiti, pagheremo noi come comune del comune di Forio ad ospitarvi, a farvi vedere le bellezze della nostra isola. Also, wenn Sie Interessen haben, der Vizebürgermeister will wirklich euch einladen am Ostern. In Ischia, die Saison startet immer am Ostern. Zwischen 7. und 10. April für 3 Nächte. Wenn Sie Interessen haben, einfach schreiben auf diese E-Mail und Sie werden eingeladen in eine von unseren Hotels in Forio. Der letzte Ausbruch eines Grades? Das war vor 700 Jahren, 1302. Heutzutage in Ischia gibt es
Erdbeben. Die letzte war 2017, weil bei uns der Epomeo, diese Berge, Epomeo ist kein Vulkan. Von den Karten manchmal oder vom Flugzeug sieht aus wie ein Vulkan, aber ist kein Vulkan. Wie gesagt, in Ischia wir haben 13 verschiedene Krater und die kann man auch beobachten, diese Krater, wenn wir wandern gehen. Die Erdbeben in Ischia waren zwischendurch auch gefährlich natürlich, wie jeder Erdbeben. Aber diese vulkanische Aktivität entsteht, weil der Berg Epomeo geht nach oben eine Seite und den Horst geht nach oben und den Graben schließt nach runter. Und in diese Bewegung kommt diese kleine Erdbeben. Die letzte große Erdbeben in Ischia war 1883. Damals, Insel Ischia war schon berühmt. Capri, wissen Sie, was bedeutet Capri? Bedeutet Ziege. Weil in Capri damals, es waren nur Ziege und Pastor. Danach dieser Erdbeben in Ischia, es waren 2000 Gäste, die gestorben sind in diesem Erdbeben damals. Aber Ischia war schon berühmt. Die waren alle da für den Thermalkuren. Sogar in Ischia, es gibt ein riesiges Gebäude, heißt Pio Monte della Misericordia, haben die gebaut, die reichen Leute aus Neapel, um zu geben die Möglichkeit für den armen Leute auch Thermalkuren zu machen. Den Großerdbeben von 1883 hat so gemacht, dass keiner wollte mehr nach Ischia. Weil es war eine große Drama gewesen und haben die damals geschrieben, auch die Zeitungen in Frankreich, in Deutschland, in der Schweiz, die normalerweise war den Land, wo die Gäste angekommen sind in Ischia. Nach diesem Erdbeben, keiner wollte mehr nach Ischia und Ischia war vergessen. Bis 1952, wenn kam zufällig auf Ischia dieser Kinoproduzent Angelo Rizzoli. Der war einer von den berühmtesten Fachmann in Italien. Der hat produziert mit Cineritz, diese berühmte Gesellschaft für Kino, ganz viele, hat gedreht, sogar in Ischia, ganz viele Kinofilme, um Werbung zu machen. Er war wirklich sehr, sehr schlau. Er hat sich verliebt in den Insel Ischia und hat gewohnt damals in Villa Arbusto, diese berühmte Villa in L'Aquameno. Zwischen 1883 und 1950, also fast 70 Jahre, in Ischia haben die fast nur Wein produziert. Es war die einzige Möglichkeit, um zu leben. Danach müssen Sie vorstellen, dass 1950 in Ischia es waren nur 12 Hotels. Der Herr Angelo Rizzoli hat gebaut 5 Hotels. Alle Hotels sind 5-Sterne-Hotel gewesen, heutzutage immer noch. Und danach auch die Skitana haben die angefangen, wieder die Erde, den Land, den Garten zu lassen und Hotel zu bauen. In den 70er, 1970, es waren schon 82 Hotels. In den 80er waren fast 200 Hotels. Heutzutage auf 46 Quadratkilometer, wir haben 350 Hotels. Wir haben natürlich auch La Mortella, diese berühmte botanische Garten, gegründet von Sir William Walton, einer von den berühmten Kompositoren in England. Mit seiner Frau, die Frau Lady Walton, haben die gelebt in dieser riesigen Villa. Und wenn er gestorben ist auch die Broschüre dabei, La Mortella in eurer Tüte. Wenn er gestorben ist, er hat so gelassen, er wollte die letzten Wünsche, er hat gesagt, sollte sein Haus werden eine botanische Garten, weil die Frau, Lady Walton, hat geliebt die Pflanze, die Blume und wirklich, wenn Sie kommen in Ischia und schauen den botanischen Garten La Mortella, finden Sie solche Pflanzen, die kann man fast nur auf den Tropics finden. Aber in Ischia, die wachsen, wegen auch unser vulkanisches Land. Wenn Sie haben Fragen, wir sind hier.
Und sonst, wir haben auch einen Stand in alle vier, heißt Insel Ischia. Können Sie auch vorbeikommen gleich. Ich kann euch führen. Dann kann euch probieren ein bisschen von unseren Produkten. Rotwein, Weißwein, Honig. Wenn Sie wirklich wollen, kommen Sie mit uns. Wir gehen sowieso wieder da. Wir haben einen 40 Quadratmeter Stand da in die Mitte von den alle vier. Natürlich auch nicht heute, wenn Sie nicht können, auch morgen. Wir sind hier bis Sonntag.